habe ich vor 30 Jahren mit der Fotografie begonnen, habe mit klassischer Schwarz-Weiß-Fotografie experimentiert, habe viel Zeit in der Dunkelkammer verbracht und habe aber dann doch auch farbige Fotos machen wollen und habe mich zuerst nicht spezialisiert auf Food. Durch ein Buchprojekt bin ich zur Speisefotografie gekommen, Anfang der 90er Jahre, und habe mich dann ganz in diese Richtung begeben und habe mit Honey und Bunny Anfang 2000 das erste Mal zusammengearbeitet, auch für ein Buchprojekt. Und neben dieser Arbeit mit Honey und Bunny mache ich klassische Foodfotografie für Kochbücher, reise auch sehr viel und die Reisen beeinflussen auch oft meinen Stil und die Farben, die ich dann in Ländern vorfinde, und die andere Kochweise ist besonders spannend. Im vergangenen Sommer war ich im Iran und das war auch sehr beeindruckend. Und so liebe ich einfach das Essen und bin immer neugierig auf die Geschmäcker der verschiedenen Länder. Und ich glaube, wenn jemand Essen überhaupt nicht mag, kann er auch nicht wirklich gut Essen fotografieren. Das transdisziplinäre Atelier Honey and Bunny existiert seit 2003. Grundsätzlich ist es so, dass wir in alltäglichen Objekten wie Zahnbürste, Putzlappen und Essen viel mehr Politik und Aussage sehen als in der High-End-Kunst. Und das versuchen wir zu analysieren. Das versuchen wir in Ausstellungen, Fotos, Texte, Videos, Performances zu verwandeln. Food Design an sich ist ein unglaublich interessantes Thema für uns, denn es gibt wahrscheinlich nichts Politischeres, nichts Wichtigeres, kein essentielleres Objekt als das Essen, und es gibt nichts, was uns so sehr ausdrückt und was so stark die Kultur ausdrückt, als das, was wir alltäglich auf dem Teller haben. Und das geht auch so weit in Zeiten wie diesen, dass man sagt, es gibt auch nichts, was das Klima so entscheidend verändert wie das Essen, und wenn wir den Klimawandel zum Beispiel stoppen wollen, müssen wir als erstes über das Essen nachdenken. Also die Inspiration, uns mit Essen und dem Design von Essen zu beschäftigen, kam eigentlich aus Japan. Wir haben ein Jahr in Japan gelebt und gearbeitet als Architekten. Dort hat uns das immer sehr fasziniert, wie aufwendig das Essen gestaltet ist und wie viel Mühe und wie viel Arbeit da drinnen steckt. Gleichzeitig ist es aber sehr schwierig, wenn man nicht zu der Kultur gehört, dass man das versteht, was da für Ideen und Botschaften drinnen stecken. Und das haben wir dann versucht herauszufinden. Und das war eigentlich sehr schwierig zu verstehen, warum das Essen genau so gestaltet wird und nicht anders. Und dann sind wir zurückgekommen nach Europa und dann haben wir gesehen, dass eigentlich auch die eigene Esskultur, die wir schon sehr lange gekannt haben, also eben schon aus der Kindheit, eigentlich auch voller Geschichten steckt und dass das eigentlich auch sehr aufwendig und gestaltet ist und auch nicht so sein müsste. Eigentlich könnte das Essen auch ganz anders aussehen. Wir sind es halt so gewöhnt und es hat sich halt kulturell so entwickelt. Und bei den Tischsitten ist das eigentlich sehr ähnlich, auch wie wir am Tisch sitzen und essen, welches Besteck wir benutzen und so weiter. Auch das ist eigentlich nur kulturell vorgegeben. Wir wissen, andere Kulturen machen das ganz anders. Und das hat uns eigentlich inspiriert dazu, einfach damit zu spielen und einfach diese Regeln auch bewusst zu durchbrechen und Essen zum Beispiel mal anders zu sortieren, zum Beispiel nach Farbe, was bei uns eigentlich unüblich ist, weil wir halt diese klassische Einteilung haben, zum Beispiel süß und salzig oder Suppe, Hauptspeise, Nachspeise. Und ja, das war eigentlich dann dieses Spiel mit den Regeln und mit dem Brechen der Regeln.